Tja, Angelfreunde, nun ist tiefster Winter, wir haben keine Möglichkeit zu angeln, doch Eisangeln, aber nicht so richtig Bock. Was macht man denn? Man pflegt mal sein Angelzubehör. In erster Linie natürlich die Rollen, die Ruten, und wir fangen mal an mit einer Stationärrolle. Und dazu haben wir professionelle Hilfe, nämlich unseren Basti, der macht alle Angelrollen von uns. Also die darf auch nur er machen, weil er das sehr, sehr gut macht. Und wir werden euch das mal ein bisschen zeigen, dass ihr eure Rollen auch selber über den Winter ein bisschen warten könnt. Ne? Was man da beachten muss und sollte, was für Öle man nimmt, was für Fette man nimmt, was gefettet werden muss, was geölt werden muss. Alles das wird Basti nebenbei mal so ein bisschen erzählen. So, als erstes nehmen wir die Spule ab, legen uns sie hier nach außen. So, als nächstes die Teile hier runter von der Achse. Das kleine Zahnrad stößt dann hier gegen und dann hört man dieses typische Bremsgeräusch. Dann legt sich das neben die Spule. Ich lege mir das ganz gerne in Baugruppen hin. Also alles nacheinander, damit man nachher weiß, wie man es auch wieder zusammensetzen muss. So, dann trennen wir die Kurbel von der Rolle. So, dann könnten wir schon den Rotor abnehmen. Hier haben wir hier eine Kreuzschraube, die Sechskantschraube sichert. Die drehen wir dann mal als erstes raus. Dann muss man jemals mal schauen, je nach Rollentyp, mal ein 12er, mal ein 10er. In dem Fall ist es ein 12er Schlüssel. Und wenn nichts gekennzeichnet ist, dann ist das ein ganz normales Linksgewinde. Das ist die Rücklaufsperre hier im ganzen Gehäuse. Hier steht drauf No Grease, das bedeutet kein Fett in die Rücklaufsperre, sondern nur mit Öl arbeiten. Bei der Beetkasse ist es genau andersrum, da wird dünn niederviskoses Fett genommen. Jetzt schrauben wir mal den Rollenkörper auf. Erstmal müssen wir den Knopf für die Rücklaufsperre entfernen. So, hier ist noch eine Dichtung drin. Vorsicht, dass sie nicht zerbricht. Die Schraube war verdeckt. So, ich lege mir da die Schrauben manchmal unterschiedliche Länge haben, lege ich mir die separat, denn so wie sie hier sind, dann dorthin, dann weiß ich genau, in welcher Reihenfolge ich sie nachher wieder zusammensetzen muss. So, und dann haben wir das hier einmal. Das ist, wie gesagt, das ist ein Teil vom Gehäuse. Hier drin sitzt ein Lager. Das ist, zeige ich nachher, das ist ein offenes Lager auf der einen Seite, auf beiden Seiten in dem Falle. Ein gefettetes, kein geöltes. Lege ich mir wieder hier nebenan hin. So, dann müssen wir mal schauen. Dann kriegen wir hier schon das Hauptgetrieberad raus. Schauen wir mal, prüfen einmal, ob da Zahnausfall ist. In dem Falle nicht. So, mal so ein bisschen das Innenleben. Das große Zahnrad, Hauptgetrieberad, was ich gerade entnommen habe, treibt das Schneckenrad hier an. Das wiederum treibt das Zahnrad an, was nachher für die Oszillation, also sprich, Achse geht auf,
auf und ab und dafür ist das nachher zuständig, das kleine Kunststoffzahnrad hier. So, dann müssen wir hier hinten öffnen, weil die beiden Führungen hier raus müssen. Das ist ein Sicherungsblech. Das kann man mal zusammenlassen. Manchmal liegt hier noch eine kleine Kunststoffscheibe drauf, aber in dem Fall ist das nicht so. Das ist der erste Führungsstift hier. Den legen wir uns wieder separat hier hin und dann kommt der zweite Führungsstift. Die haben jetzt beide in dem Fall eine unterschiedliche Stärke vom Durchmesser, dass man sie nicht falsch einsetzen kann. Hier mal einmal rüber schaut, der ist etwas dünner, der ist etwas dicker. Immer separat jede Baugruppe für sich zusammenlegen hier, so kann man es nicht falsch rum einbauen. Hier ist noch eine Sechskantmutter drin. Die sollte man sich zum Gehäuse hier dazulegen, nicht dass sie wegfällt. Manchmal auch ein nützliches Werkzeug hier, so ein Q-Tip, mal ein bisschen die Schnelle erstmal ein bisschen altes Fett zu entfernen. Ich weiß nicht, ob man das schon sieht. Hier sitzt eine kleine Schraube, die müssen wir mal einmal öffnen, damit wir den Teil für die Oszillation hier rausbekommen. Dafür ist eine Pinzette gut, um kleine Bauteile aufzufangen. Dann nehmen wir das Sicherungsblech hier weg. Und hier ist es ein kleines Bauteil, was dann dafür sorgt, dass die Achse auf und ab geht. Mal sehen, ob es jetzt kommt. Ein bisschen Fummelarbeit. Erstmal einmal Kunststoffbuchse. Und hier ist das kleine Bauteil, was dafür sorgt. Das gleiche gibt es, wenn man das später mal macht, für eine Beatcaster noch. Das ist das bloß vorne für die Schnurführung. So, dann können wir das Bauteil im Ganzen rausnehmen. Wie gesagt, alles immer ein bisschen zusammenlegen, dass man sieht nachher, wie man es wieder zusammensetzen muss. Dann kann man nämlich einmal die Achse drehen, wenn es denn bei dem geht hier. Ja. So. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist auch noch eine Schraube verbaut. Das heißt dann, dadurch kann man die Achse nachher rausnehmen. Kann man auch umgehen, wenn man die Schraube nicht rausbekommt. Dann nehmen wir erstmal hier jetzt die Rücklaufsperre weg, das Zahnrad, und dann kann man die Achse hier hinten im Ganzen rausziehen. Weil die Schraube hier in dem Falle meistens mit Schraubensicherungslack eingesetzt sind und manchmal sehr schwergängig sind. Deswegen kann man es auch im Ganzen lassen. Deswegen öffnen wir jetzt mal vorne die Rücklaufsperre. So, und dann können wir jetzt die ganze Rücklaufsperre einmal entnehmen. Hier sieht man noch, hier ist noch ein Lager. Das ist meistens gefettet. So, und dann, wenn wir gut sind, kriegen wir das jetzt hier einmal im Ganzen rausgezogen. Ja, jetzt können wir einmal die Achse von hier hinten komplett entnehmen. So, dann sollten wir im Normalfall mal schauen. Hier ist ein Stift drin. Hier ist noch ein Stift drin, der das Zahnrad hier sichert, beziehungsweise die Führung für das Zahnrad. Mal da hinlegen, dann können wir das Zahnrad im Ganzen entnehmen. Legen wir dazu. Dann haben wir unten nochmal das letzte Zahnrad sitzen, was denn im Endeffekt hier drauf ist. Das können wir uns erstmal im Ganzen so hinlegen, dann wissen wir, wo es im Endeffekt nachher wieder hinkommt.
nochmal eine Führung für das eben entnommene Zahnrad. So, dann benötige ich, das kriegen wir in dem Fall mit der Pinzette hin oder eine kleine Zange nehmen, um die Feder hier, am besten Daumen drauf, dass sie nicht wegspringt. Und dann einmal vorsichtig entnehmen. Zack, und da ist sie schon raus. Aufpassen, dass sie nicht wegfliegt. So, dann können wir den Schalter für die Rücklaufsperre hier, bzw. die Achse dafür entnehmen. Und dann hier ist nochmal Kunststoff, was im Prinzip hier bei dem hier drauf sitzt und nochmal die Führung gibt. Entweder ist es hier wie bei günstigeren Modell Kunststoffführung, nochmal Kunststoffgleitung. Oder halt da ist ein Lager verbaut, das ist immer unterschiedlich. So, und dann ist die ganze Rolle gut. Das werden wir nachher separat behandeln, die Rücklaufsperre, aber ansonsten ist die Rolle soweit zerlegt, bis auf den Rotor und die ganzen Innereien hier. Dann wollen wir mal die Teile reinigen. Ich nehme gerne halt Bremsen- und Teilereiniger. Machen wir so ein altes Marmeladenglas, mache ich mir was rein. Bei Kunststoffteilen aufpassen, nicht hier 5 Stunden drin baden, dann werden sie nachher rissig. Aber so kurz abpinseln, das geht auf jeden Fall. So, und dann wollen wir jetzt mal das Gehäuse einmal komplett reinigen. Wie gesagt, in dem Fall ist es nur altes Dreck, also oder alter Dreck, besser gesagt. Und im Schnitt sollte man je nach Nutzung der Rolle einmal im Jahr oder alle halbe Jahre seine Rolle einmal komplett reinigen. Bei den Rillen kann man auch ein Wattestäbchen hier nehmen. Das saugt ja auch ein bisschen auf. So, dann kann man das Teil erstmal beiseite legen, der Rest verdunstet. Kann man mal exemplarisch hier das Hauptgetrieberad nehmen. Hier ist noch eine Unterlegscheibe, meistens Messing. Also die vorher noch mal einmal entfernt. So. Dann kann man das auch mal im Ganzen reinigen. Abtupfen. Und so verfährt man mit allen Teilen jetzt einmal bis zum Ende durch, bevor man anfängt, sie neu zu fetten und neu zu ölen. Wie gesagt, Kunststoff nicht elendig drin liegen lassen, sondern schnell abpinseln, abtupfen und dann ist alles wieder gut. Wenn wir wie dieses hier gefettete Lager mal reinigen wollen, dann bitte einmal neue Flüssigkeit ins Glas, weil sonst sammelt sich gleich wieder der Dreck im alten Lager. Dann kann man mal vielleicht einen Pinsel nehmen, dann geht das etwas schneller und dann lässt man es zur Not etwas liegen. Bei geschlossenen Lagern ist das nicht ganz so einfach.
Wenn sie gefettet sind und noch rund laufen, dann sollte man da auch nichts ändern. Es gibt Lager, die man öffnen kann. Dann, wenn man das Fingergeschick hat, dann kann man es machen, auf jeden Fall. Aber sonst sollte, wenn sie nicht zu öffnen sind, dann sollte man es nicht unbedingt hier reinlegen, gerade wenn es gefettete Lager sind. Man sollte dann das Lager tauschen. Aber in dem Falle, dadurch, dass das offen ist, kann man das mal einmal komplett entfetten. Um zu schauen, ob die Lager noch, sag ich mal, halbwegs vernünftig laufen, gibt es hier so ein kleines Tool mit diversen Abstufungen, sag ich mal, für die kleinen Lager und dann immer größer werdend. Und dann kann man mal checken, ob das Lager rund läuft. Jetzt hört man, Geräusche hat man, aber dann merkt man auch, dass es in dem Falle fettfrei ist. Hier haben wir ein Beispiel für ein geschlossenes Lager. Das heißt, hier sind die Kugeln, die innen drin laufen, nicht zu sehen. Das kann man auch nicht öffnen. Und dann schauen wir mal, wie der Lauf ist. Läuft noch super. Man sieht auch, sag ich mal, gefettete Lager, die drehen sich jetzt nicht eine halbe Ewigkeit, sondern das dreht man an und das bleibt sofort wieder stehen. Das heißt, das ist noch gut, da ist kein Rost drin, gar nichts, läuft nicht rau. Das können wir auch in dem Falle so lassen. Hier ist zum Beispiel ein Lager, was man öffnen kann. Hier außenrum liegt ein Sprengring, Sicherungsring. Mit etwas Fingergeschick, mit einer Pinzette oder mit einem Haken kann man den entfernen. Legt den sich beiseite. Und dann muss man mal schauen. Und dann kriegt man die Abdeckung ab. Und in dem Falle sieht man hier die Kugeln. Dann kann man das vernünftig reinigen. Auch neu fetten. Das Ganze wieder verschließen. Ist ein bisschen Arbeit, aber die lohnt sich in vielen Fällen. Wenn das Lager natürlich dementsprechend verrottet ist, müsste man es nachbestellen. Das zeigen wir im Anschluss, wenn die Rolle fertig ist, nochmal anhand einer Explosionszeichnung exemplarisch, dass die Nummer, weil jedes Bauteil dort mit Nummern versehen ist. Und dann kann man das im Angelladen nachbestellen, das Bauteil, was man benötigt. Das sind die Bestandteile eines Lagers, das man öffnen kann. Zur Not, wenn man das Tool nicht hat, manchmal tut's auch, muss man gucken, was für ein Pinsel man hat. Ich sag mal hier, dann kann man das auch zur Not nehmen, wenn man das Tool nicht hat. Dann können wir das ja hier mal zeigen, bei dem Lager, wie wir das denn einmal neu abfetten. Dann macht man erstmal von beiden Seiten. Dann drückt man das ein bisschen rein von beiden Seiten. Dann kann man das mal ein bisschen, dass sich das Fett verteilt. So, und jetzt ist das Lager wieder einsatzbereit. Das hier, diese ganze Einheit ist die Rücklaufsperre. Die wollen wir jetzt auch mal zerlegen, weil ich denke mal, die wenigsten haben bisher gesehen, wie so etwas aussieht. Das wird nur durch die beiden Schrauben hier gehalten. Die anderen drei, sag ich mal, halten das hier am Gehäuse fest. Also hier, wie gesagt, die Leute, die die Zeit und Muße haben und etwas Fingerspitzengefühl. Und wenn ich das nämlich hier vorsichtig abnehme jetzt,
Dann sieht man mal, wie das Ganze jetzt von innen aussieht. Und hier besonders darauf achten, hier sind ganz kleine Fäden. Erstmal muss man den Ring hier entfernen. Vorsichtig. Mal gucken, ob er denn kommt. So. Sich so hinlegen, wie man ihn rausgenommen hat. Dann kann man die kleinen Töntchen hier entfernen. So, und das hierbei aufpassen, da nur mit der Pinzette beigehen. Das sind die Fäden, die hier enthalten sind. Dann sieht man mal, wie klein die selbst sind. So, dann kann man den Ring hier entfernen. Hier unten ist nochmal Metallplatte aufgesetzt. Aber die sitzt auch normalerweise nur in der Position, beziehungsweise diese Öffnung hier greift die Rücklaufsperre bzw. der Umschaltmechanismus der Rücklaufsperre rein, in diesem Bereich denn. So, das kleine Stückchen. Wie gesagt, eine Position ist für, dass man rückwärts kurbeln kann und die andere sperrt das Rückwärtskurbeln. Und das reinigen wir dann jetzt nochmal einmal komplett. So, jetzt haben wir alles gereinigt. Jetzt werden wir das zusammensetzen. Ich habe dazu ein relativ dünnflüssiges Öl, das kann ich mal hier auftragen, dann sieht man das, wie das dann verläuft. Also dann trage ich hier auf, weil so ein bisschen. Dann setzen wir das einmal wieder zusammen. Andersrum, so. So, dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Öl drauf und nachher die Törnchen drauf sitzen. So, aber als erstes kommen dann die Federn. Ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Die werden dann hier auf die Stifte aufgesetzt. So, dann gebe ich hier nochmal bei den Federn hier ein Tröpfchen drauf. So schlimm ist das nicht, wenn hier ein klein bisschen mehr ist. Bloß nicht zu dickflüssiges Öl nutzen. So, hier ist ein Schaumstoffring, den öle ich meistens auch noch mal ein bisschen ein, dass er Öl aufnimmt. So, jetzt setzen wir den Metallring, der passt nur in einer Position durch diese Nasen hier. Muss man mal ein bisschen schauen, welche Variante das wäre. So, ist der jetzt drin? Können wir den auch noch mal einmal ein bisschen. Dann setzen wir die Kappe auf, die passt meistens auch nur in einer Position, da muss man manchmal ein bisschen schauen. Ne, die Schraubenlöcher stehen nicht alle übereinander, das ist nicht die richtige Position. Aber jetzt. So. Dann machen wir das System jetzt zu. So, dann haben wir die Rücklaufsperre im Ganzen wieder zusammengesetzt. So, dann wollen wir die Rolle mal zusammenbauen. Nämlich das etwas dünnere Fett. Ich streiche gerne das Gehäuse ein, gerade zwecks dem Wasser, was eventuell auch mal eindringen kann. Da hat man eine kleine Schutzbarriere noch zusätzlich. Also im Auto soll man ja auch alle so und so viele Kilometer das Öl wechseln und bei der Rolle ist es im Prinzip nicht anders. Wenn ich einige Kandidaten sehe, die mit halb verrotteten Rollen kommen, denen sage ich auch immer, mit deinem Auto fährst du auch in die Werkstatt.
Getriebeteile nehme ich gern etwas festeres Fett. Sieht man ja, hier hat man ja gesehen, dass das relativ weich ist. Wollen wir den Pinsel abziehen. Und hier sieht man, dass das ein bisschen zäher ist. Das nehme ich gern für Getriebeteile. So, aber als erstes brauchen wir die Achse, die wir vorhin als letztes rausgenommen hatten. So, die nicht denn hier wieder? Ach nee, der muss einmal noch kurz raus. Das war mein Fehler. Erstmal brauchen wir die Führung für das Antriebsrädchen. Fetten wir auch gerne mal ein bisschen ein. Stören kann es nicht. Das setzen wir dann hier wieder ein. So, dann können wir jetzt vorsichtig mit der Achse hier durchgehen. Dann können wir schon mal das Getrieberad einsetzen. Das muss hier die Führung. Dann nehmen wir unser Lager, was hier eingesetzt wird. Bestreiche ich ganz gern auch mal mit Fett. Einmal von außen. So, dann setzen wir das hier schon mal unten ein. So, jetzt ist das hier soweit verbaut. Hier aufpassen, hier sitzen noch Gleitbuchsen, beziehungsweise hier ist noch ein kleiner Kunststoffring dazwischen. Ich dir mal zeigen. So. Der sitzt hier als erstes drauf und dann noch die Gleitbuchse dahinter. So, das ist jetzt meistens Fummelkram, da das Kunststoffzahnrad eine Faser hat und nur in einer Stellung das Bauteil hier aufnehmen kann. Tröpfchen Fett hier hinten, dass das Ganze verschlossen ist. Benötigen wir unsere beiden Führungsstifte. So, als erstes den Kollegen hier einsetzen. Manchmal ein bisschen Fummelarbeit, aber in der Ruhe liegt die Kraft. Und auch nochmal eine Art Gleitbuchse. Da benötigen wir ein Tröpfchen Öl. Kann euch im ersten Moment mal ein wenig mehr sein. Drückt sich eh weg. So, kommt
kleine Plättchen hier drauf. Jetzt kann der Führungsstift rein. Dann setzen wir hinten schon mal die Platte wieder auf, damit uns das Ganze nicht rausfällt. Die Führungsstifte sind jetzt noch nicht gefettet. Meinetwegen alles mal kurz ein bisschen abfetten, um Korrosion zu verhindern. Das stört so weiter nicht. Hier muss das Lager noch rein. So, jetzt wird's spaßig. Jetzt müssen wir die Feder noch einsetzen. In dem Falle geht's einfach. Dann rührst du mit der Zange hier noch runter und schon ist die Feder verbaut. Okay. Das ist jetzt ein offenes Lager. Klar kann man auch Lager nachkaufen, ausmessen und im Internet schauen notfalls. Ich bestreiche gerne die Teile einmal komplett. Und dann setzen wir das Lager hier wieder auf jetzt. Dann haben wir hier noch die kleine Mutter, die hier oben noch eingesetzt wird. Können wir das ganze System soweit schließen. So, dann setzen wir hier hinten das optische Teil noch an. Jetzt den kleinen Hebel für die Rücklaufsperre ansetzen, verschrauben. So, dann fetten wir hier noch mal ein wenig ab. Setzen jetzt die Rücklaufsperre auf. Die passt auch nur in einer Position. Hier sind zwei Stifte. Jetzt den Ring noch. Und dann die 3 Schrauben zur Befestigung der Rücklaufsperre. Da der Kontakt, die Buchse hier Kontakt hatte oder hat mit der Rücklaufsperre, setzen wir die jetzt noch auf. Wir wimmeln die vorher ein bisschen ab
was ran. So, dann setzen wir jetzt den Rotor auf und den innen noch mal ein bisschen hier sauber. Ups, hier ist noch ein Gummiring, der kommt hier noch hin. Jetzt haben wir ihn so. Dann wird die Mutter wieder aufgesetzt. Damit sich die Mutter nicht lösen kann, kommt hier die kleine Schraube wieder hin. Bestreichen wir die Achse noch mal ein bisschen mit Fett. Kann man auch mal nach ein paar Angeltagen einfach mal gern ein bisschen nachfetten, denn ist nicht schlimm. Das kleine Rädchen wieder auf und dann haben wir hier Scheiben. Wenn man sich wundert, warum das so viele sind, das hat mit der Spule zu tun, dass sie gleichmäßig die Schnur aufwickelt. Das ist, sag ich mal, manchmal spult sie hier oben etwas mehr auf, manchmal hier unten und das kann man mit den Scheiben beheben. So, zum Schluss machen wir noch das Schnurlaufröllchen. Das ist meistens auch gelagert. Dann schrauben wir das jetzt hier mal auf. Vorsichtig öffnen hier. Dann legen wir uns das wieder dementsprechend in der Reihenfolge, wie es ist, hin. Schauen wir mal, weil viele Lager heutzutage sind die gekapselt. Mal gucken, wie das bei der hier ist. Dass man das Lager gar nicht mehr rausbekommt. Aber das ist, da es noch ein altes Modell ist. Das kriegt man hier noch rausgedrückt. Bei den neuen heutzutage kommt man ans Lager meistens gar nicht mehr ran. Und dann haben wir das jetzt hier einmal Ganzen zerlegt. Reinigen wir das Lager jetzt einmal ein bisschen. Bremsenreiniger. Das einmal hier hin. Die anderen Teile können wir, wenn nicht stark verdreckt, abwischen. Ein bisschen für grober Dreck ist, dann nehmen wir ein bisschen härteren Pinsel. Dann können wir das Ganze noch mal ein bisschen intensiver sauber machen. Hier nehmen wir dann ein bisschen dickeres Öl. Wenn es ein bisschen lauter wird, dann kann man es ja nachölen. Fetten wir den Ring hier mal ein bisschen. Hier drin nochmal nur ein bisschen nachfetten und dann können wir das Lager schon wieder einsetzen. Brauchen wir unsere Rolle wieder. Dann können wir den Schaft hier noch ein wenig Fett geben. Dann kann man das schon wieder aufsetzen hier.
Kunststoffring. Bisschen Fett verpassen. Wie gesagt, Fett ist auch immer eine schöne Feuchtigkeitsbarriere. Das läuft, das funktioniert. Man könnte jetzt hier zur Not noch diesen Klappmechanismus vom Bügel hier eventuell warten. So, und so sieht das Ganze aus. Der hier ist nachher dafür zuständig, wenn man weiterkurbelt, dass der Bügel wieder zurückschlägt. Das läuft dann hier weiter. Das ist die Feder hier. Das mal vorsichtig. Also es ist ein relativ simpler Mechanismus, aber hat sich über die Jahre bewährt. Aber das sieht noch gut aus. Da kann man noch mal ein klein bisschen Fett zur Not dran machen. Aber reinigen braucht man es nicht. Ist kein Sand oder großartiger Dreck vorhanden. Und dann haben wir jetzt noch die Achse bzw. die Kurbel, die wir durch die Achse schieben und festsetzen. Dann können wir die Spule wieder aufschrauben. Hier sammelt sich manchmal ganz gern Dreck drin, Sand oder sowas, und das kann man aber mit einem normalen Tuch wieder reinigen, wenn zu viel Sand drin ist. Und wichtig ist immer nach dem Angeln Bremse lösen, beziehungsweise wenn man sie nicht braucht, immer im gelösten Zustand. Beim Angeln dann natürlich festziehen, sonst verkleben die Bremsscheiben miteinander. Und wenn man die Bremse mal löst, dann kommt irgendwann ein kräftiger Ruck und das kann dann schon den Verlust des Fisches bedeuten. Deswegen nach dem Angeln auch mit Baitcaster oder mit Stationär immer die Bremse lösen und dann ist gut. Jo, dann haben wir das gute Stück hier dann endlich fertig. Das ist zum Beispiel eine Explosionszeichnung, in diesem Fall eine Baitcaster. Es spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Und dort ist jedes Teil mit einer Positionsnummer markiert. Beziehungsweise auch in der Reihenfolge, wie es verbaut ist. Und diese Positionsnummern, die hier zu finden sind, finden sich hier unten wieder. In dem Fall ist es jetzt japanisch, weil es ein japanisches Modell ist. Aber über diese ganzen Nummern kann man den Teil auch beim Händler nachbestellen. Und die dann, wenn man sich's traut, selbst wieder einbauen. Die sollte man immer aufbewahren, das ist wichtig. Den Karton kann man, wenn man möchte, wegschmeißen, aber Explosionszeichnungen sind immer wichtig. Einige Explosionszeichnungen, habe ich mittlerweile gesehen, sind auch auf dem Karton direkt. Aber für mich ist das immer ein wichtiges Dokument, wenn ich Ersatzteile nachbestellen möchte. Ja, so wird eine Rolle auseinandergenommen. Ich hoffe, ihr konntet dabei was lernen. Wir werden uns das nächste Mal wieder am Teich sehen und dann hoffentlich mit der Rolle beim Angeln. Und es kommt bestimmt noch mal was mit einer Baitcaster. Wir sagen Basti erstmal ganz doll Danke. Vielen Dank. Und gerne. Einen schönen Restsonntag sagen Basti, Heiko, Peter, die Rollen, das Werkzeug und so weiter. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.